die dieses Gesetz geschaffen haben, profitieren jetzt davon und verdienen sich damit eine goldene Nase. Es werden komische Start-up-Unternehmen gegründet, die nichts anderes tun, als unbescholtene Bürger abzumahnen, Abmahngebühren zu verlangen und dann 50-50 zu machen mit den Politikern. Wie durchsichtig ist so etwas, meine Damen und Herren? Allein Robert Habeck hat 800 Strafanzeigen erstattet während seiner Amtszeit. Tausende von Strafanzeigen insgesamt durch Baerbock, Strack, Zimmermann und wie sie alle heißen. Hey Leute, habt ihr euch jemals gefragt, warum Politiker besser geschützt werden als normale Bürger? Stefan Brandner nimmt in einer meisterhaften Rede im Bundestag kein Blatt vor den Mund. Er rechnet nicht nur mit dem Sonderrecht für Politiker ab, sondern entlarvt auch das Märchen von Kollapsistan, ein Land, das erschreckend vertraut klingt. Warum diese Rede ein absolutes Muss ist? Weil Brandner in nur 5 Minuten das Chaos in Deutschland auf den Punkt bringt, die Doppelmoral offenlegt und eine klare Botschaft sendet. Schluss mit Privilegien für Politiker. Schaut rein, diskutiert mit und lasst gerne ein Like da, wenn ihr findet, dass Brandner den Nagel auf den Kopf trifft. Vergesst nicht zu abonnieren und schreibt in die Kommentare, ob ihr findet, dass der Paragraph 188 gestrichen werden muss. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Auf geht's! Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich finde, wir sind ganz gut besetzt. Wenn ich mal in die Reihen der anderen Fraktionen schaue, sieht das ganz gut aus. Lassen Sie mich vorweihnachtlich mal mit einem Märchen anfangen. Es war einmal ein Königreich, nennen wir es Kollapsistan, mit allem Drum und Dran. Es gab einen König, nennen wir ihn Olaf der Vergessliche. Es gab einen Prinzen, nennen wir ihn Robert Schwachkopf I. Seine bildhübsche, aber ziemlich dumme Gemahlin, die Prinzessin Anna, die Ahnungslose. Es gab eine böse, gruselige, durchtriebene Schwiegermutter, Marie Agnes, und einen Hofnarren namens Karl der Verwirrte. Es gab auch dunkle, korrupte Mächte, die Blackrocker, geführt von Fritze dem Plapperer und Jens, lass uns auf eine Villa sparen. Dieses Kollapsistan versank mangels qualifizierten Führungspersonals im Chaos und wurde überhaupt nur deshalb nicht vom Hofe gejagt, das Führungspersonal, weil die Geheimdienste, die Polizei und die Medien es schützten. Das gesellschaftliche, wirtschaftliche Chaos war so groß. Die Menschen verarmten weiter und wurden wütend. Die Herrschenden hingegen lebten in unvorstellbarem, verschwenderischem Luxus, in Saus und Braus, machten wegen fehlender Einnahmen horrende Schulden und hauten trotzdem Hunderttausende raus für Hoffotografen, die sie in strahlendem Lichte erscheinen lassen sollten, für Friseure, die am Tag so viel kosteten wie viele arme Menschen in Kollapsistan nicht mal im Monat zur Verfügung hatten. Sie flogen mit Luxusjets, die das Volk finanzieren musste, wer sonst, kreuz und quer durch die Weltgeschichte, machten Flugreisen, die andere Leute von der Entfernung her zu Fuß gehen. Die Staatsreligion huldigte dem Klimapharao, dem irrsinnige Gaben und Opfer bereitet wurden. Das Ergebnis ist klar, die Welt lachte über diesen inkompetenten Korruptionsstadel und die Bürger in Kollapsistan ärgerten sich, schimpften und spotteten, aber die Herrschenden machten nicht etwa bessere Politik, sondern verlangten drakonische Strafen für kritische Äußerungen. Meine Damen und Herren, bis hierhin ein Märchen mit allerdings aktuellem Bezug. Auch in Deutschland regiert das Chaos. Die Bürger sind unzufrieden und machen sich durch rustikale, pointierte Äußerungen bemerkbar und machen sich Luft. Aber die Regierenden regieren auch hier nicht etwa besser, sondern lassen die kritischen Bürger polizeilich verfolgen und durch Abmahnungen und gerichtlich einschüchtern. Über die Jahre hat sich wie Mehltau ein Denunzianten- und Spitzelnetzwerk über Deutschland gelegt. Die Regierenden haben für sich ein besonders schützendes Sonderrecht geschaffen, wie diesen Paragraphen 188 StGB, der da an der Tafel steht und der nur die Beleidigung von Politikern besonders bestraft mit bis zu 3 Jahren Haft. 3 Jahre. Wird ein einfacher Bürger beleidigt, droht dem Täter lediglich eine Strafe von 1 Jahr. Außerdem muss sich der normale Bürger selber darum kümmern und einen Strafantrag stellen. Beim Politiker, wie praktisch, geht das nach § 194 StGB automatisch. Und so kann es schon mal sein, dass von Amts wegen morgens bei vermeintlichen Regierungskritikern die Polizei in der Wohnung steht, so wie beispielsweise Mitte November bei einem ehemaligen Soldaten mit einem behinderten Kind, dem fast die Tür eingetreten wurde, nur weil er ein lustiges Foto von Robert Habeck
geteilt hatte. Dieses Sonderrecht wurde 2021 geschaffen als Maßnahme gegen Hass und Hetze und Rechtsextremismus von den Politikern, die jetzt davon profitieren. Und mich persönlich erinnert das, ganz ehrlich muss ich sagen, an die staatsfeindliche Hetze im Strafgesetzbuch der DDR oder das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei aus dem Jahr 1934. Und genau die Politiker, die dieses Gesetz geschaffen haben, profitieren jetzt davon und verdienen sich damit eine goldene Nase. Es werden komische Start-up-Unternehmen gegründet, die nichts anderes tun, als unbescholtene Bürger abzumahnen, Abmahngebühren zu verlangen und dann 50-50 zu machen mit den Politikern. Wie durchsichtig ist so etwas, meine Damen und Herren? Allein Robert Habeck hat 800 Strafanzeigen erstattet während seiner Amtszeit. Tausende von Strafanzeigen insgesamt durch Baerbock, Strack, Zimmermann und wie sie alle heißen. Sie wehren sich nicht durch gute Politik, sie wehren sich durch drangsalierende Maßnahmen der Bürger. Insbesondere die FDP ist da auch noch vorne, habe ich gelesen. Die FDP betreibt solche Abmahnvereine, solche Abmahn-Starts-up und ist auch noch stolz darauf. Meine Damen und Herren, wir Politiker sind nicht besonders schützenswert. Die Öffentlichkeit ist Teil unseres Jobs. Wir suchen die Öffentlichkeit, wir suhlen uns in der Öffentlichkeit, wir gehen mit Wonne in die Öffentlichkeit. Und warum sollen wir durch das Strafrecht besser geschützt werden als normale Menschen? Wir Politiker sind nicht die Schwachen, die den besonderen Schutz des Strafrechts benötigen. Wir sind keine Majestäten, keine Könige, keine Prinzen. Wir sind die Angestellten der Bürger, die uns wählen und bezahlen. Es muss also Schluss sein damit, dass Sie von den Kartellparteien sich über die Bürger erheben. Schluss mit dem Sonderrecht für Politiker, Schluss mit § 188 StGB, der Majestätsbeleidigung der Neuzeit, der nichts anderes ist als ein Ausdruck eines repressiv-autoritären Staatsverständnisses. Deshalb mit uns, gehen Sie den Weg, 188, raus aus dem Strafgesetzbuch. Das ist zwar hier nur eine Aktuelle Stunde dazu, aber der entsprechende Gesetzentwurf ist fertig und wird demnächst eingebracht. Vielen Dank und frohe Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr sehen sollen. Eine kleine Erinnerung. Wir sind im Format Aktuelle Stunde. Das heißt, es gelten bis auf eine Ausnahme exakt 5 Minuten Redezeit. Es gibt keine Zwischenfragen oder Kurzinterventionen, sondern man misst sich mit diesen Redebeiträgen. Ich bitte das jetzt auch im Fortgang der Debatte entsprechend zu berücksichtigen. Das Wort hat Dunja Kreiser für die SPD-Fraktion. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schätzen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell. Das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil.
Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand.